Hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, im letzten Video ging es um den Abfluss von den Containern. Da habe ich ja die Rohre hier zusammengesteckt und zusammengebastelt und festgestellt, dass ich hier ein Problem habe, weil ich wollte eigentlich daneben ein zweites Rohr machen, was hier dran geht. Das passt aber nicht dazwischen, also muss ich so einen Doppelabzweig besorgen. Da wollte ich ja dann noch mal im Baumarkt, da war ich dann auch direkt. Leider gab es sowas nicht, auch im Baustoffzentrum direkt hatten sowas nicht. Also im Internet bestellt und jetzt muss ich warten, bis das kommt. Ich kann aber nicht so lange warten und die kleinen Pumpen laufen lassen. Das dauert zu lange. Also heute ein Video über die Osaga Rohrpumpe, die ich jetzt anschließe. Hier die alte Pumpe, die drin war. Das ist die Osaga 45.000 Liter, also ORP 50.000 mit 45.000 Liter die Stunde kann man sehen. Und meine neue Pumpe, wieder eine Osaga, mit der bin ich ja sehr zufrieden gewesen, deshalb auch wieder Preis-Leistung stimmt hier auch. Das ist eine 30.000 Liter Pumpe, wie ihr sehen könnt, vom 45 runter auf 30.000. Warum? Weil ich habe die ständig gedrosselt. Ich hatte es in einem anderen Video schon mal gesagt, auf gut die Hälfte war die Pumpe immer runter geregelt, also ich vermute auf 25.000 Liter oder so. Und wenn ich die jetzt hier mit voller Leistung laufen lassen sollte, was wir ausprobieren werden, wenn die Container sauber sind, also wenn die Filter wieder sauber sind und sie kann mit voller Leistung laufen, dann wäre das nicht schlecht. Dann kriege ich 30.000 Liter durch und wenn die Filter sich dann zusetzen, ja, dann muss man die Pumpe natürlich auch runterregeln. Der Hersteller, der hat hier oben auch direkt drauf geschrieben, dass es mit diesem Regler die Pumpe stufenlos regelbar ist. Solch einen Regler habe ich tatsächlich auch da. Bloß ich bin mit diesem Regler überhaupt nicht zufrieden gewesen, weil stufenlos ist da nichts. Der springt irgendwann, der geht dann an, dann wieder aus. Da sind irgendwie solche Stufen drin. Ich vermute, der hat einen Defekt. Und ja, danach habe ich mir halt einen anderen Regler besorgt. Ich kann euch ja noch mal zeigen. Der liegt hier irgendwo noch drunter. Das war genau dieser Regler hier. Ja. Der wird dann quasi an Strom angeschlossen. Hier kommt die Pumpe rein, dann kann man den wirklich hier super stufenlos regeln, was eigentlich auch mit den anderen möglich sein sollte, was aber nicht funktioniert hat. Genau, die Pumpe werden wir jetzt reinbauen. Das ist quasi das Innenleben, was hier drin ist. Der Filterkorb unten ist ab und das ist das Rohr, was hier oben dran kommt. Da werde ich das jetzt abbauen. Das war da eingeklebt. Das werde ich hier diesmal nicht machen. Ich werde das fixieren mit einem kleinen Loch und einer Edelstahlschraube, ähnlich wie ich das hier bei den Rohren gemacht habe. Hier kann man das sehen, ne? Die sind da immer fixiert oder hier direkt auch. Ist eine kleine Edelstahlschraube drin und so werde ich das jetzt lösen. Das werde ich machen, kleines neues Rohr reinbauen. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder, wie das Ganze aussieht und dann schließen wir die mal an. So, da haben wir es. Ich hatte noch Reststoff von den Abflussrohren da unten. Jetzt habe ich hier perfekte Länge 1 noch liegen gehabt, mit der Flex geschnitten, ein bisschen angeschrägt, mit Sandpapier entgratet. Und jetzt können wir den 90-Grad-Bogen wieder aufsetzen. Zack, so. Ja, draufschieben. Mit einem Bohrer habe ich schon da ein kleines Loch durchgebohrt. Edelstahlschraube, da liegen sie. Durch, dann fixiert, und ich hatte ja gesagt, dass ich das unten auch mit einem Loch durchbohren will, aber interessanterweise, da ist bereits ein Loch, ihr könnt sehen, da, und auch auf der anderen Seite ist ein Loch, dort, genau, da können wir das dann verschrauben. Hier ist das nicht der Fall, hier hatte ich es verklebt, ja, aber das können wir mit Schrauben genauso gut lösen. Ja, dann wollen wir es mal zusammenstecken, reinstellen, anschließen und dann gucken wir mal, ob sie läuft.
So, draufstecken, bis hier das Loch zu sehen ist. Ne? Dann können wir da auf jeden Fall wieder die Schraube reinsetzen. Das hier zusammenstecken. Okay, bis die Löcher sich treffen. Okay, da ist. So, das war die erste. Und nun können wir hier eine neue Schraube setzen. Liegt das auf dem Container auf? Ja, es liegt auf. Das soll nicht aufliegen. Müssen wir die Pumpe mal hier rüber machen. Weil wenn das Rohr hier aufliegt, dann haben wir eine Vibration und dann brummt es. Okay, das hat sich höchstwahrscheinlich im Laufe der Zeit etwas gesetzt. Ist nicht schlimm, da kann ich eine Gummiplatte drunter legen. Okay, jetzt liegt es nicht auf. So, Bohrer. Okay. Und die Schraube. So. Kannst du mal sehen. Die Schraube war schon. Jetzt habe ich hier in dem Rohr war ja ein Loch in dem Winkel. Das habe ich jetzt so weit geschoben, dass ich hier durchgucken konnte. Durch beide Löcher, durch dieses Loch und von dem Rohr. Die Schraube wieder gesetzt. Hier war ebenfalls ein Loch, nur in dem noch nicht. Das habe ich jetzt so weit reingeschoben und nachgebohrt, Schraube drauf. Jetzt ist die Pumpe drin. Jetzt kann das Ganze wieder laufen. Dafür muss ich noch den einen Bodenablauf, da hinten kann man es vielleicht sehen, der ist zu. Ja, der ist zu. Den mache ich nochmal auf. Das habe ich deshalb gemacht, weil der Skimmer nicht gezogen hat, wo die kleinen Pumpen hier drin waren. Die habe ich jetzt rausgeschmissen. Das ist übrigens eine Aquamax 3500, das stimmt nicht. Das ist das Case hiervon. Da ist aber eine stärkere Pumpe drin. Ich glaube, das war die 7000er und das hier, die andere war die 10.000er. Aber wir kriegen es jetzt nicht auf. Spielt ja auch keine Rolle. Wichtig ist, dass das hier gleich wieder läuft. Wir schließen es an. Könnt ihr dabei sein, dann gucken, was passiert. So, hier sind wir bei den ganzen wirren Kabelsalat. Das ist der Drehzahlregler. So, stecken wir das Ganze hier mal rein. Ich habe den Drehzahlregler ganz runter geregelt. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich stecke es jetzt rein. Da hat sich nichts getan. Da tut sich tatsächlich auch nichts weiter. Das ist schlecht. Ich weiß noch nicht warum. Hier steckt der richtige Kabel drin. Hier auch. Drehzahlregler regelt, aber die Pumpe läuft nicht. Okay, kleinen Moment. So, ich habe jetzt mal den Usaga Drehzahlregler dran gemacht, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mir eigentlich nicht so gefällt, um zu prüfen, ob eventuell mit dem hier was nicht stimmt. Der scheint auch einen Fehler zu haben. Das muss ich mal prüfen. Aber wenn ich den jetzt aufdrehe, ja, hier sieht man Off und hier ist Minimum. Das heißt, sobald ich ihn aufdrehe, fährt die Pumpe auf volle Leistung. Dann könnt ihr mal sehen, was da für Druck hinter so einer Pumpe ist. Warum man solche Rohre auf jeden Fall verschrauben sollte und nicht nur zusammensteckt. So, ich drehe, ich sage dann Bescheid und ihr guckt einfach mal auf das Rohr, was passiert. Jetzt, ja, ihr seht es, jetzt fahre ich es ein bisschen runter, damit wir es nicht auf volle Leistung haben. Und gucken hier mal her. Okay, jetzt kommt die ganze Luft raus. Aus der Pumpe, aus dem Rohr. Ist klar. Ja, es lässt nach. Gehen wir rüber. Mal riechen. Nee, stinkt nicht jauchig, das ist schon mal gut. Also ist das Wasser nicht abgestanden. Hier sehen wir, wie es zieht. Und dann beobachten wir mal, ob der Container leer zieht. Ja, die Pumpe, die brummt noch sehr laut. Ich vermute, da ist noch Luft drin. Man hört es auch plätschern. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Kommt auch noch Luft raus. Ich werde das noch einmal machen, dass ich die Pumpe ausmache. So. Und jetzt machen wir sie nochmal an. Ja, man hört es wirklich, die ist sehr laut. Ich regle wieder runter bis etwa hierher. Und dann müssen wir mal gucken, inwiefern der Container leer gezogen wird oder nicht, weil die Container sind ja stark verschmutzt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es wieder läuft.
dass es wieder filtert. Aber das Brummen, also ich muss sagen, die Pumpe ist definitiv laut. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber da kommt noch Luft raus. Man kann es auch sehen. Steigen Luftbläschen hoch. Ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Bild sehen kann. Kommt definitiv Luft hoch, hier sieht man es. Also noch Luft drin, das kann das Geräusch sein. Wir warten ab. Ich lasse laufen. Ich höre es hier auch tatsächlich drin plätschern. Ja, im Rohr, da ist Luft drin. Der Container wird nicht leer, das heißt, wir können die Pumpe noch ein bisschen höher drehen. Ich werde sie mal auf halbe Leistung fahren lassen, dann gucken wir mal, was passiert. Geht gleich weiter. So, da bin ich. Drehe wir den mal hoch auf etwa halbe Leistung. Ah, so. Jetzt müsste sie ja rein rechnerisch mit 15.000 Liter laufen. Aber sie wird leiser. Schaut, das Brummen geht weg. Das heißt, auch wenig Luft drin. Und jetzt gucken wir uns den Füllstand an, wie es mit den Rohren aussieht, ob da genug Wasser nachkommt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird weniger. Ja, ich denke, es wird sehr langsam weniger. Ja, ist klar, die Filter sind zu. Jetzt kommt hier auch noch weniger Luft, das ist gut. Kaum noch Luftbläschen. Sehr schön. Ja, ich kann es hier noch mal zeigen, wie die Filter momentan aussehen. Die Filterbürsten zumindest. So sieht es aus. Das ist oben drauf. Ja, hier sieht man auch gar keine Strömung drin, nichts. Gucken wir in den ersten, in dem Vorfilter, wie es hier aussieht. Okay. Ja, hier bewegt sich das Wasser ein klein bisschen. Nicht wirklich stark. Ah, da wirbelt der Dreck. Da wirbelt der Schmutz da hinten. Ich zoome mal ran. Kann man sehen. Das ist nicht gut, weil ich bringe jetzt den ganzen Dreck dann wieder von einem Container in den nächsten. Das heißt, der kommt irgendwann hier hinten an, weil der halt nicht mehr filtert. Obwohl, sieht gut aus. Füllstand ist gleich geblieben. Im Teich fehlen etwa 2 cm Wasser seit den letzten Tagen. Es war ja recht warm. Aber da fehlt jetzt noch einiges, wenn wir die Container reinigen. Ja, ich würde sagen, ich lasse es erstmal laufen. Sollte noch was passieren, melde ich mich nochmal. Das kriegt ihr dann gleich mit. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Da geht es dann um die Sauerstoffversorgung in IBC-Container. Da werde ich die Pumpe einmal auspacken für euch. Das Ganze zeigen wird sicherlich ein kurzes Video. Und hier sieht man die Strömung. Hier kann man sehen, wie die Helix sich bewegen. Ich hatte da ja häufiger mal eine Frage. Moment, ich komme noch mal her. So, ich hatte ja häufiger die Frage, dass die Strömung eigentlich ausreichen müsste, um die Helix zu bewegen. Ihr seht, was da passiert. Nichts. Ne? Ist deshalb, weil die Rohre gehen ja oben rein. Ich müsste es so machen, dass ich die Rohre unten reingehen lasse. Wollte ich nicht, weil, mal wieder rauszoomen, weil der Schmutz aus dem Container, der soll sich ja absetzen und das saubere Wasser oben reinlaufen. Wenn ich die Rohre unten hingemacht hätte, dann würde der Schmutz immer den Container wechseln. Dann hatte irgendwann mal jemand in den Kommentaren geschrieben, ich könnte doch hier drin Bögen dran machen und nach unten. Und unten dann wieder so ein Bogen hierher, dass eine Strömung entsteht, dass die Helix sich dadurch bewegen. Ich finde die Idee gut. Muss ich ehrlich sagen, das Problem dabei ist, man bekommt halt einen Strömungsverlust. Ja? Das bremst halt. Jeder Bogen bremst die Strömung in den Containern. Aber ich sage, wie es ist. Ich regle die Pumpe eh runter. Ja, das heißt, sollte ich einen Strömungsverlust haben, kann ich die Pumpe weiter hochregeln. Also ich habe noch Luft nach oben mit der 30.000 Liter Pumpe jetzt. Und ich werde das ausprobieren. Ich werde hier Bögen dran stecken. 3 Bögen, dann ein Rohr nach unten. Und unten vermutlich dann wieder, wenn die Rohre runterkommen, unten wieder ein Bogen so in diese Richtung dran, dass sich das Ganze bewegt. Und ganz unten auf dem Boden kommt dann
kommt dann ja, der Luftschlauch, der Ring, der dann die Helix wieder mit Sauerstoff versorgt, damit die Bakterien hier ordentlich arbeiten können. Ja, wie gesagt, die Sauerstoffpumpe zeige ich am besten in einem separaten Video. Dann probieren wir das Ganze einmal aus hier in dem Container, wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es demnächst ein weiteres Video danach, wenn ich die Container einmal sauber mache. Und dann gucken wir, wie die 30.000 Liter Pumpe mit welcher Leistung laufen kann, wenn der Container oder der Filter sauber ist. Gut, dann würde ich sagen, ciao, bis dann. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr wisst, wie es hier weitergeht. Und wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao.